Erstmal Servus, herzlich willkommen zu Nobis Kochstunde. In dieser Folge heute bleibt die Küche kalt, denn wir bereiten einen kalorienreichen Salat zu. Aber fangen wir mit der Zubereitung an. Zuerst schälen wir die Karotten und diese kochen wir dann in Salzwasser. Genauso wie die Nudeln und die tiefgefrorenen Erbsen. Als Nudeln verwenden wir Hörnchennudeln. Nachdem wir dann alles schön abgesiebt haben, wenden wir uns der Fleischwurst zu. Die enthäuten wir und schneiden die in mittelgroße Würfel. Gut, wir geben schon mal die Pasta in die Edelschüssel und dann wenden wir uns der Mayonnaise zu. Also für diese trennen wir ein Eigelb vom Eiweiß und geben 2 weitere Eier mit in den Pürierbecher. Dann folgen jeweils Salz, Pfeffer, Essig und Senf. Zum Schluss geben wir dann 400 Milliliter Öl in den Pürierbecher und dann kann man schon das Ganze pürieren. Wie gesagt, wir machen selbstgemachte Mayonnaise, das heißt, wir bereiten das Ganze mit dem Pürierstab zu und ganz wichtig ist, dass wir diesen Pürierstab bis ganz unten auf dem Boden aufsetzen. Nur so funktioniert das. Von Anfang an können wir dann schon Vollgas geben mit dem Pürierstab. Wie ihr hier erkennen könnt auch im Film, zieht es immer wieder Öl mit nach unten und genau das braucht es. Deswegen müssen wir hier den Pürierbecher verwenden. Eine ganz normale Schüssel funktioniert das Ganze einfach nicht. Und wie ihr sehen könnt, die Konsistenz von der Mayonnaise ist genau richtig so, wie sie sein muss. Jetzt geben wir noch den Dill hinzu und die Petersilie. Und dann rühren wir das Ganze nochmal gut durch. Mittlerweile haben sich die Karotten auch schon abgekühlt und jetzt schneiden wir die auch in mittelgrobe Würfel. Und genauso machen wir das auch mit dem Spargel. So, jetzt geben wir alle Zutaten in die Schüssel. Aber wie ihr euch erinnern könnt, die Pasta, die ist schon in der Schüssel drin. Und wir geben die Zutaten etappenweise mit rein. Warum? Weil nachher die Schüssel komplett randvoll ist und nachher beim Durchrühren vieles über den Rand fallen würde.
Die Erbsen und den Spargel gebe ich zum Schluss mit in die Schüssel. Ich möchte nicht mehr so viel umrühren, weil die Festigkeit von den Erbsen und vom Spargel, die Festigkeit ist nicht hoch und ich möchte nicht, dass die hier nachher zu Brei gerührt werden. Deswegen, wie gesagt, zum Schluss hinzugeben. Damit der Hunger noch größer wird, richten wir das Ganze natürlich hübsch auf einem Teller an. Dazu wenden wir Salatblätter, die geben wir an den Rand des Tellers und in die Mitte hinein, da geben wir den dänischen Nudelsalat. Zum Originalrezept gehören die leckeren Laugewecke natürlich nicht dazu, aber sie schmecken so richtig gut und sie passen auch richtig gut zu diesem Salat. Und deswegen lege ich sie immer dazu. Somit ist die Mahlzeit fertig. Der Nudelsalat kann somit gegessen werden. Wir sind wieder am Ende gekommen und ich würde mich freuen, wenn es euch wieder gefallen hat. Ich würde mich aber freuen, natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Hobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.